Also mein Weg zu Jinjin-Jutsu war ein leichter Umweg. Ich wollte alternative Sachen kennenlernen, bezogen auf Gesundheit. Und habe so verschiedene Dinge ausprobiert, war auf der Suche nach irgendwas, wusste aber nicht was. Und plötzlich spricht jemand davon, du könntest auch so deine Hände hinlegen, wenn du irgendwelche Beschwerden im Magen hast oder so. Das war für mich so absurd zu der Zeit, dass ich mir darunter nichts vorstellen konnte, hat aber meine Neugier erwischt. Und so bin ich zu meinem ersten Kurs gekommen. Der wurde dann irgendwann angeboten, das ist jetzt 20 Jahre her. Und da saß ich in diesem ersten Selbsthilfekurs und ich wusste, ich kann aufhören zu suchen. Das war's. Ich bin seitdem nicht mehr weggekommen von dieser Methode. Süchtig ist das falsche Wort, aber ich höre nicht mehr auf zu lernen. Ich mache das seitdem jeden Tag und wachse da noch immer mehr hinein. Das war so mein Weg da hinein. Es war so, ich bin angekommen, es hat mich gefunden. Ich habe es nicht gesucht, es hat mich gefunden. Ich habe meinen ersten Selbsthilfekurs gemacht, 1997, mit einer kleinen Gruppe. Und da ist eine Lehrerin aus Deutschland gekommen. Ich habe das alles wiederholt, ich habe jeden Selbsthilfekurs mehrmals gemacht. Und dann war der Weg irgendwann nach 2 Jahren für mich, und jetzt ist der erste 5-Tage-Kurs dran. Und das war nochmal eine Öffnung in ein Universum, von dem ich nicht gedacht habe, dass es das gibt. Für mich war das sehr stimmig, auch wenn ich jemand bin, der gerne immer zuerst alles für alle anderen macht. Das ist so meine Natur. Es hat alles mit mir zu tun und lerne erst mal was über dich selber, lerne dich selber kennen. Das war mein Weg und ich bin froh, dass das mein Weg so war und ich nicht schon wieder zuerst, okay, das machst du für andere. Nein, ich mache das in erster Linie für mich selber. Ich lerne da was über mich selber. Jetzt erkenne mich selbst. Im tiefsten Sinne etwas über mich erfahren, mich kennenlernen, mir helfen lernen, heißt es zigmal in den Büchern von Mary Burmeister, zigmal in allen Selbsthilfebüchern. Und da will man ja am wenigsten wissen, weil man hat ja eh schon Ahnung von allem. Man kann alles, man weiß alles oder so ziemlich alles. Und hier wirst du zurückgebracht auf dieses alte Wissen, arbeite zuerst mit dir selbst und erkenne dich selbst. Und dann geh weiter. Ja, mich kennenlernen, mir helfen lernen, um dann anderen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das ist so mein Weg im Jinjin-Jutsu. Ich habe eine große Familie, die Kinder waren eher klein und ich musste das unbedingt an allen ausprobieren. Also das war so, ihr müsst euch jetzt hinlegen, ich hatte noch keine Liege, Esstisch wurde abgeräumt, okay, ausprobieren. Okay, das war nicht so wirklich willkommen. Dieses Verhalten habe ich auch deutlich nicht mehr, jemanden unbedingt überzeugen zu wollen. Aber ich habe es für mich integriert. Ich habe mich geströmt und das jeden Tag. Und das hat das ganze Familiensystem irgendwie beeinflusst, auch wenn ich nicht mit den anderen gearbeitet habe. Sie haben sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, damit ich lernen konnte, wie die Ströme gehen. Aber ich habe an mir gearbeitet, das hat alles beeinflusst. Und ich habe dann auch später hinten herum erfahren, dass die Kinder, die das nicht unbedingt haben wollten, es aber ihren Freunden erzählt haben, du könntest dir, wenn du Bauchweh hast oder wenn es dir schlecht geht oder du zu viel getrunken hast, halte doch den oder den Finger. Also die haben etwas mitbekommen, ohne direkt irgendwo das gehört zu haben und haben das so weitergegeben. Und da wusste ich, es ist angekommen. Und auch heute noch, diese großen jungen Männer fragen mich dann doch immer wieder mal, was mache ich denn, wenn das und das passiert? Haben alle ihre Erfahrungen mit Jinjin-Jutsu, Erste Hilfe erfahren, also wirklich nach Verletzungen. Ich habe Extremsportler in der Familie. Ich habe 4 Söhne, da ist immer was los gewesen. Da gab es einige Verletzungen und da hat Jinjin-Jutsu fast Wunder gewirkt mit diesen einfachen Griffen. Also so ungefähr 4, 5 Jahre nach meinem ersten 5-Tage-Kurs wurde ich dann gefragt, aus verschiedensten Gründen wurden Übersetzer gesucht und zwar das ziemlich schnell. Eine ist verstorben, eine andere wurde schwanger. Also da war jetzt dringender Bedarf, Übersetzerinnen zu bekommen. Und da ist ja gleich eine gewisse Auslese, weil nicht alle Menschen sind nicht berufstätig, so wie ich zu dem Zeitpunkt war, können also jederzeit verfügbar irgendwo hinreisen, um einen Kurs zu übersetzen. Also das ist schon mal ein Kriterium. Und dann ging es darum, wie studiert jemand, wie ist jemand bewandert in der Materie. Mein Englisch war zu der Zeit
nicht wert, darüber zu diskutieren. Aber ich habe diese Herausforderung angenommen und gesagt, okay, wenn dich jemand fragt, mach es, versuche es zumindest. Nach dem ersten Mal habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Und 10 Jahre später bin ich immer noch dabei und mache es immer noch. Allerdings wesentlich entspannter als am Anfang. Ich habe viel studiert, ich habe auch mich wieder in diese Sprache eingelassen. Ja, und habe die größte Freude daran, wenn ich diese Vermittlerrolle übernehmen kann zwischen Lehrer und Teilnehmer des Kurses. Für die Menschen, die dieser Sprache nicht mächtig sind. Das Bestmögliche, was ich tun kann, zu vermitteln. Es braucht eine unglaubliche Präsenz, gleichzeitig zu hören, zu verstehen und schon einen deutschen Satz zu formen, der so viel wie nötig und so wenig wie möglich Sprache braucht. Und das ist eine Kunst, in die man, glaube ich, hineinwächst. Also das konnte ich am Anfang auch ganz schwer. Ich konnte mir die Anfänge nicht merken, wenn die Sequenzen zu lang waren. Aber Übung, wie es so heißt, geht in Richtung Meisterschaft. Und da arbeiten wir noch dran. Aber vor allem die Freude ist groß, ich kann das nur machen, weil ich die Materie kenne, weil ich weiß, wovon derjenige spricht. Sonst würde das meines Erachtens nicht funktionieren. Da würden sich Dolmetscher deutlich schwerer tun. Und da macht man lieber den Abstrich an der Sprache, aber ich weiß, wovon gesprochen wird. Aber die Präsenz ist klar und du darfst keinen eigenen Gedanken haben. Du musst immer noch so abwägen, ist das jetzt ein Versprechen oder was der jetzt gerade, weil er mit dem Kopf schneller ist als mit dem Mund, da kommen manchmal so Sachen, dass du denkst, okay, korrigiere ich jetzt oder huste ich, damit er sie es nochmal sagen muss. Es kommen auch solche Situationen. Aber meine Aufgabe ist, zu übersetzen und nicht Eigenes hineinzubringen. So sehe ich diese Arbeit. Ich hatte ja auch das große Glück, noch Mary Burmeister zu begegnen. 2002 war ich mit einer Freundin in Amerika. Wir wollten sehen, was ist da eigentlich dahinter. Ich war so neugierig. Guru-mäßig war da nicht, also sie wurde immer genannt, sie wurde immer erwähnt, aber es war nicht dieser Guru-Status und das haben wir auch nicht erwartet. Aber als wir ihr dann gegenüber saßen, da konnte sie schon gar nicht mehr wirklich kommunizieren, war das ein unglaubliches Gefühl, diese Präsenz, diese Energie zu erleben. Also da bin ich zutiefst dankbar, dass ich die Chance hatte, sie zu treffen. Vor 10 Jahren ungefähr oder 11 Jahren haben wir in Österreich diesen Verein gegründet, um uns wirklich zu positionieren als Jinshinjutsu nach Mary Burmeister und Jiro Murai, um diese Kunst in dem Sinn zu bewahren und zu unterrichten zu lassen in Österreich. Es gab so viele Abspaltungen, verschiedenste Methoden und wir wollten nicht dagegen arbeiten, sondern wir wollten uns als Jinshinjutsu Österreich präsentieren, in die wir genau diese Kunst leben und auch organisieren für Lehrer, dass sie das in Österreich unterrichten können. Das ist vor 10 Jahren gewesen. Letztes Jahr haben wir ein großes Jubiläum gefeiert mit einem Symposium, wo wir auch andere Menschen hereingenommen haben, die komplementär etwas berichten zu dem, wie kann man sich selber helfen, wie kann man lernen, in Harmonie zu kommen. Und in Österreich haben wir ein wirklich lebendiges Miteinander. Da passiert ganz viel, also technisch, also im Sinne von, man kann sich online anmelden für jeden Kurs und wir haben da ganz viel zusammen auf die Beine gestellt. Und was so faszinierend ist, das Miteinander in Österreich, das leben wir einfach. Das sind wir, das leben wir. Wir sind eine recht aktive Gruppe in Tirol, seit fast 18, 20 Jahren, die wächst und wurde immer größer. Und da ist aus der Gruppe heraus das entstanden, meiner Erinnerung nach, wie könnte man denn noch und wie in der Anwendung und einander begegnen und voneinander lernen und auch einfach mal so im Alltag, da gibt es ja dann auch Reibereien, das war so irgendwie Jinshinjutsu im Alltag und trotzdem draußen. Das hat sich aus der Gruppe heraus, war der Impuls da und wir haben ihn umgesetzt. So erinnere ich das. Es ist ja doch schon einige Zeit her, aber ja, machen wir so dieses, ja, was toll, die Idee ist super, das machen wir. Ich bin ja ursprünglich nicht aus Tirol, habe aber hier das Wandern, das Bergwandern unglaublich schätzen und lieben gelernt, mache das viel und
Die Kombination ist einfach super. Und es gibt hier keinen Muss. Wenn jemand das nicht möchte, muss er das nicht, kann trotzdem teilnehmen. Es ist einfach dieses Draußensein in der Natur. Und Wandern ist ja ein dehnbarer Begriff. Also wir können hier Hochgebirgstouren machen und vorm Haus spazieren gehen. Also die Bandbreite ist groß. Was meinst du, wie würde eine Welt aussehen, in der alle Shinrin-Jyutsu praktizieren würden? Damit sich selber. Ja, wie würde diese Welt aussehen? Mit Sicherheit friedlicher, mit Sicherheit toleranter, respektvoller. Alle diese Tugenden würden ins Spiel kommen, von denen wir oft nur so träumen. Dieser Umgang miteinander wäre anders. So wie wir uns jetzt einer Liege nähern und jemandem wirklich in tiefstem Respekt erlauben, oder jemand uns erlaubt, dass wir Pulse hören, das ist dann ein Verhalten, das ist ganz selbstverständlich im Umgang miteinander. Vielleicht brauchen wir dann keine Hupen mehr bei den Autos oder wir sind einfach offener miteinander und toleranter, liberaler und sind nicht mehr so in unserer Denkbox gefangen, die uns nur diesen Blick auf die Welt erlaubt, von dem wir glauben, das ist der einzig Richtige. Wir haben den größeren Blick, wir haben das größere Bild. Und dann würde das im Kindergarten angewendet werden, das würde auf den Spielplätzen angewendet werden. Da haut man sich vielleicht dann nicht mehr dauernd die Spielsachen auf den Kopf, weil der eine mir was wegnimmt. Das ist ein anderes Menschsein. Warum nicht träumen davon? Und jeder, der hier in so einem Kurs sitzt, nimmt ein bisschen was mit und trägt das in die Welt. Und so verbreiten sich Dinge. Dieses Shinrin-Jyutsu ist so persönlich und so groß, so international. Und ich kann irgendwo in der Welt nachschauen, da gibt es sicher jemanden, der strömt. Und man findet sich ja mit dieser neuen Technik heute überall und es spricht sich rum. Es wird weiter erzählt, hey, wenn du jemals die Chance hast, da mitzumachen, geh, es ist toll. Ja, ich muss nicht immer die gleiche Sprache sprechen. Man strömt sich. Und das ist diese Sprache der Hände, ist international, kosmisch, wenn du so willst. Ja, wir sind eins, der Kosmos selbst ist ein Zitat von Mary Burmeister. Und wir treffen uns auf einer Ebene, da ist keiner weiter erfahrener. Du begegnest den Menschen, die du vielleicht noch gar nicht kennst oder schon seit 20 Jahren kennst und übers Strömen auf einer ganz hohen Ebene, wo es keine Sprache braucht, wo es nicht die gleiche Ausbildung braucht, gar nichts braucht es, außer die Bereitschaft, Mary nennt es in Pure Mind, im reinen Geiste, bei der Sache zu sein. Und diese Begeisterung, ja, die spricht für sich und die spürt man dann in so einer Strömrunde, für mich ganz intensiv. Wenn ich jetzt groß greife, dann das hilft der Menschheit, was wir da machen, im ganz Kleinen. Das hilft dem eigenen Zellgefüge und unserer Gruppe hier von 26 Menschen. Es hilft dieser Gemeinschaft, Shinrin-Jyutsu-Gemeinschaft überhaupt und darüber hinaus dem Menschsein an sich. Und so ein kleines bisschen dazu beitragen, dass es der Welt ein klein bisschen besser geht. So, also, es klingt jetzt so hochgegriffen, aber es ist im kleinen Kreis an diesem Thema arbeiten. Das ist, ja, leiste deinen Beitrag auf dieser Ebene. Das ist Heilung, was da passiert. Nicht nur für jeden selber, mehr, glaube ich, größer.